Reichsminister Generalmajor Dr. Todt. Der Tod dieses genialen Organisators und größten Straßenbaumeisters aller Zeiten bedeutet einen unersetzlichen Verlust für unser Volk. Im Herbst 1933 wurde der erste Spatenstich zum Bau der Reichsautobahnen getan. Im Zuge dieser gewaltigen Arbeiten wurden allein über 7.500 Brücken erbaut. Sechs Jahre später, zu Beginn des Krieges, waren rund 4.000 Kilometer fertiggestellt und die einzelnen deutschen Gaue damit durch ein einzigartiges Straßennetz verbunden. Die Reichsautobahnen, die von der ganzen Welt als einmalige Leistung bewundert wurden, erschlossen dem Autofahrer ein völlig neues Landschaftsbild. Der Führer dankt seinem treuen Mitarbeiter. Wieder wurde Dr. Todt mit einer großen Aufgabe betraut. Das Reich war bedroht. Der Führer ließ die Westgrenze durch einen Wall von Beton und Stahl sichern. In knapp 1,5 Jahren baut Dr. Todt den Westwall mit zahllosen Beton- und Panzerwerken und anderen Schutzbauten. Von den Alpen bis zur Nordsee entsteht in 850 Kilometer Länge die gigantischste Festungszone aller Zeiten. Und wieder betraut der Führer Dr. Todt mit einer großen Aufgabe zur Sicherung des deutschen Lebensraumes. Als Reichsminister für Bewaffnung und Munition hatte er während des Krieges ein ungeheures Arbeitsgebiet zu ordnen und zu steuern. Nach der siegreichen Beendigung des Westfeldzuges schützte Reichsminister Dr. Todt die eroberten Küsten durch den Bau gewaltiger Befestigungen. Wieder entstehen gigantische Panzerwerke und Batterieanlagen. Wieder wird ein riesiges Heer von Arbeitern in Marsch gesetzt und wieder werden ungeheure Mengen von Material aller Art in einzigartiger Organisation herangeschafft. Und immer ist Reichsminister Dr. Todt bei seinen Frontarbeitern, von denen viele das Schutzwall-Ehrenzeichen tragen. Der Krieg im Osten schließlich führt die Organisation Todt an Aufgaben heran, die die OT-Männer an die Seite des Frontsoldaten stellen. Die Zahl der von ihr im Osten neu gebauten Brücken und die Kilometerlängen der ausgebesserten Straßen gehen ins Unermessliche. Wo im Frontbereich gearbeitet, wo Zerstörtes wieder aufgebaut und Neues geschaffen wird, ist die Organisation Todt dabei. Dr. Todt am Heckschützenstand seines Flugzeuges auf einem seiner zahlreichen Flüge an die Front. Dr. Todt im Führerhauptquartier bei der Besichtigung neuer Öfen für Heeresunterkünfte und Unterstände im Osten. So war Reichsminister Dr. Todt unentwegt am Werk. Seine Arbeit galt allein dem Wohle, der Sicherheit und der Zukunft unseres Volkes. Das deutsche Volk trauert um einen seiner besten Söhne. Die sterblichen Überreste des großen Toten werden nach Berlin überführt, wo sie in feierlichem Staatsakt beigesetzt werden.
Der Sarg wird in die neue Reichskanzlei getragen. Fahnen der Wehrmacht und der Formationen und Gliederungen der Partei. In seiner Rede gab der Führer der tiefen Trauer des ganzen deutschen Volkes Ausdruck und würdigte das unsterbliche Werk des Toten. Er ehrte ihn besonders durch die Verleihung der höchsten Klasse des neu gestifteten Ordens für die höchsten Verdienste, die sich ein Deutscher für sein Volk erwerben kann. Der Führer nimmt Abschied von einem seiner treuesten Kameraden und Mitarbeiter. Von der Reichskanzlei wird der Sarg in feierlicher Trauerparade zum Invalidenfriedhof überführt, wo der Reichsminister und Generalmajor Dr. Fritz Todt, der Generalinspektor unserer Straßen, der Erbauer des Westwalles und der Küstenbefestigungen am Atlantik, der Organisator der Waffen und Munition im größten Kriege um die Freiheit und Zukunft unseres Volkes, seine letzte Ruhestätte findet. Der Führer empfing in seinem Hauptquartier den rumänischen Staatsführer Marschall Antonescu. Im Verlaufe dieses Besuches fanden Besprechungen über die politische und militärische Lage statt. Sie waren getragen von dem Geist treuer Freundschaft und unverbrüchlicher Waffenbrüderschaft, die heute in dem gemeinsamen Kampf gegen die Feinde des neuen Europa ihre Bewährung findet. General Jodl beim Vortrag über die Lage. Zum Abschluss seines Deutschlandbesuches war Marschall Antonescu Gast des Reichsmarschalls Hermann Göring. Der norwegische Ministerpräsident Vidkun Quisling traf zu mehrtägigem Besuch in der Reichshauptstadt ein, wo er vom Führer zu einer längeren Aussprache empfangen wurde.
Links Reichskommissar Terboven, rechts Reichsminister Dr. Lammers. Vidkun Quisling überbrachte dem Führer als Geschenk ein silbernes Wikingerschiff. Im Raume des Ilmensees. Melder auf Ski. Holzbunker werden in einzelnen Teilen auf das Eis des Ilmensees geschleppt. Sie dienen als Unterkünfte und zur Verteidigung. Transportflugzeuge bringen Reserven heran. Die Flieger der Transportgeschwader sind unseren Soldaten an allen Fronten treue Helfer und Kameraden. Ihr Einsatz war oft von entscheidender Bedeutung. Nach der Landung geht es sofort an die Front. Panzerkampfwagen und Sturmgeschütze werden zu neuem Einsatz vorbereitet. Sturmgeschütze rücken in ihre Bereitstellungsräume. Die Sowjets sind in vorgeschobene Stellungen der deutschen Linien eingedrungen. Es gilt, diese Einbruchsstelle abzuriegeln. In Deckung der Sturmgeschütze arbeitet sich die Infanterie vor und schneidet den Gegner ab. Jetzt werden schwere Infanteriewaffen eingesetzt und die Sowjets von allen Seiten mit Granatfeuer eingedeckt.
In stundenlangem, zähem Kampf, der bei schneidender Kälte von jedem Mann das Letzte fordert, werden die bolschewistischen Kräfte zerschlagen. Soldaten, die sich durch besondere Tapferkeit auszeichneten, erhalten das Eiserne Kreuz und das Infanteriesturmabzeichen. Hier soll ein Eisdamm für die Eisenbahn gebaut werden. Als die schweren Eisenbahnbrücken von den Sowjets gesprengt worden waren und ein Fährbetrieb über die vereisten Ströme unmöglich wurde, baute man einen Eisenbahndamm aus Eisblöcken. Die Schienenstränge werden gelegt. Wenig später schon rollt der erste Zug über diesen einzigartigen Damm. An der Südküste der Krim. Einheiten der deutschen Kriegsmarine mit kroatischen Matrosen an Bord sichern die Hafeneinfahrt von Jalta. Küstenwache unter den Palmen Jaltas. Feuer auf feindliche Kräfte vor Jalta. Deutsche, rumänische und kroatische Verbände stehen hier Schulter an Schulter im Kampf gegen die Sowjets. Fliegerbomben auf die Mole. Auch das wäre geschafft. Rumänische Offiziere werden durch Verleihung des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Und hier im Osten der Halbinsel Krim, Infanterie beim Stellungsbau. Auch unter primitivsten Verhältnissen weiß der deutsche Infanterist, sich einen Unterschlupf zu schaffen. Ein Stab in der vorderen Linie. Vorgeschobene rumänische Posten. Flakartillerie beschießt die feindlichen Stellungen. Stukas im Angriff auf Küstenbefestigungen und Feldstellungen der Sowjets im Raume von Kertsch.
bei unseren Soldaten in Afrika. Auf der Straße nach Derna. Schnelle deutsche und italienische Verbände stoßen den weichenden Briten nach. Derna ist wieder in der Hand der deutschen und italienischen Truppen. Eine verlassene britische Küstenbatterie. MG-Posten an der Steilküste von Derna. Weit im Innern des Landes werden Feldbefestigungen zur Flankensicherung gebaut. Generaloberst Rommel. Durch die überraschenden Vorstöße und die schnellen Bewegungen seiner Truppen bringt er den Feind immer wieder in Verwirrung. In wenigen Tagen konnte er ein Gelände zurückgewinnen, für dessen Eroberung die an Zahl und Material weit überlegenen Briten mehrere Wochen brauchten. Italienische Artillerie nimmt die Rückzugsstraße der Briten unter Feuer. Britische Panzer und Lastkraftwagen, die im Hagel des Artilleriefeuers liegen geblieben sind. Gefangene Briten. Einer der amerikanischen Panzerkampfwagen, die hier in großer Zahl eingesetzt wurden. Die deutschen und italienischen Truppen bleiben weiter am Feind. Am 13. Februar berichtete das Oberkommando der Wehrmacht über den erfolgreichen Durchbruch schwerer deutscher Seestreitkräfte durch den Kanal. Der Befehlshaber der Schlachtschiffe, Vizeadmiral Ziljaks, gibt auf seinem Flaggschiff die Aufgabe und das Ziel der Operationen bekannt. Die Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst und der schwere Kreuzer Prinz Eugen sollen von Brest aus die Durchfahrt durch die Straße von Dover erzwingen, um für neue Einsätze bereitzustehen. Zur
Zerstörer und Torpedoboote sichern den Verband nach allen Seiten. Diesiges Wetter und tief hängende Wolken erschweren die Sicht. Die Beobachtungsmöglichkeiten sind beschränkt. Starke Luftwaffenverbände unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls Sperle unterstützen die Aktion. Mit höchster Fahrt geht es durch den Kanal. Die Kampfgruppe hat, vom Feinde unbemerkt, die engste Stelle des Kanals zwischen Dover und Calais erreicht. Alle Geschütze sind in Gefechtsstellung gebracht. Die Spannung hat den Höhepunkt erreicht. Da, Blinkspruch. Britische Torpedoflugzeuge und Zerstörer greifen an. Alarm! Die Briten. In immer neuen Wellen versuchen sie, an den deutschen Verband heranzukommen. Die Angriffe zur See und zur Luft brechen im deutschen Abwehrfeuer zusammen. 49 feindliche Flugzeuge und 2 Zerstörer bleiben auf der Strecke. Feuer auf Torpedoflugzeuge, die im Tiefflug angreifen. Abgeschossen. Die Kämpfe ziehen sich bis weit in die Nordsee hinein. Aber im Schutz der leichten Seestreitkräfte und der Luftwaffe erreichen die schweren Einheiten sicher ihre Bestimmungshäfen. Eines der kühnsten Unternehmen dieses Krieges ist erfolgreich durchgeführt. Das angeblich seebeherrschende England hat unmittelbar vor seinen Toren eine schwere Schlappe einstecken müssen. Das englische Ansehen hat damit vor der ganzen Welt einen neuen schweren Schlag erlitten.